Hallo aus Deutschland. Hallo aus der Schweiz. Und herzlich willkommen zu 360 Grad Frauenpower. Grüße euch von Herzen. Das heutige Thema ist Mut zur Authentizität. Ich wurde immer gefragt, warum ich eine Mutexpertin geworden bin. Und meine Antwort ist einfach, mein ganzes Leben ist die Bestätigung dafür. Ich habe nicht so viel in meinem Leben nachgedacht. Ich habe immer mutige Schritte, ein nach dem anderen getan. Ich wurde als Lehrerin ausgebildet und ich habe als Lehrerin gar nicht gearbeitet. Ich bin Journalistin geworden und als alles gut war, bin ich nach Deutschland gekommen. In Deutschland habe ich gar nicht die Sprache gesprochen und trotzdem heute bin ich eine erfolgreiche Unternehmerin. Diese ganzen Schritte, die ich gemacht habe, die wurden von Mut geprägt. Und ich habe heute vor, mit Bettina über ihre Geschichte zu sprechen. Das ist die Geschichte einer sehr mutigen Frau. Die Geschichte einer Frau, die mit 3 Kindern ihr Leben so organisiert hatte, dass sie heute sagen kann, ich bin erfolgreich. Und erzähl uns jetzt, Bettina, du warst 35 Jahre alt, als etwas in deinem Leben passierte. Ja, mit 35 Jahren hatte ich 3 kleine Kinder und hatte gerade festgestellt, dass ich in dieser Ehe, in der ich mich befand, nicht mehr glücklich war. Ja, 3 kleine Kinder, ein Mann, der sicher wirtschaftlich nicht so in der Lage war, mich zu unterstützen, dass ich nicht hätte berufstätig sein müssen. Und das war eine riesige Entscheidung. Ich war damals schon als Coach tätig, aber mein Business habe ich so quasi nebenher geführt, weil ich einfach gesagt habe, ich will als Mutter immer noch einen Ausgleich haben, einen Impact, und so war ich dann halt nicht in der Lage, mich vollkommen zu finanzieren. Und ich habe gewusst, wenn ich mich dafür entscheide, dass ich aus dieser Ehe ausbreche, mich also trenne, werde ich hauptverantwortlich sein für 3 kleine Kinder, die waren damals gerade 2, 4 und 6 Jahre jung, und werde auch finanziell hauptverantwortlich sein. Und das bedeutete für mich schlaflose Nächte. Ich hatte so viel Angst wie noch nie in meinem Leben, und diese Entscheidung, die war für mich gewaltig. Also ich habe gespürt, dass ich diese innere Unzufriedenheit hatte, und ich habe auch diesen Drang gespürt, dass ich meine Wahrheit, eben meine Authentizität leben wollte, und ich war so eine Persönlichkeit schon immer, die ihre Wahrheit leben muss. Und ich habe gespürt, hey, es ist so wichtig, dass ich diesen Weg gehe für mich, weil ich auch ja eine Vorbildsfunktion meinen Kindern gegenüber hatte, weil ich gesagt habe, ja, wenn ich diesen Weg jetzt für mich nicht gehe, dann bleibe ich aus wirtschaftlichen Gründen oder was auch immer für Gründe in dieser Ehe drin. Und das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und trotzdem hatte ich eine riesige emotionale Herausforderung, weil ich ja nicht nur für mich entschieden hatte, sondern für 4 Menschen habe ich irgendwie in das Leben eingegriffen und gesagt, ja, dieses Bild hier, diese Familie, das zerrütte ich jetzt mit meinem Entscheid, mit meiner Wahrheit, und ich habe diesen Schritt bis heute nie bereut. Ich bin als Unternehmerin vorangeschritten, trotz diesen kleinen Kindern. Ich hatte einen Tag in der Woche Fremdbetreuung, und ansonsten habe ich alles nebenher mit den Kindern zusammen so aufgebaut, dass die immer mit mir zusammen sein konnten. Ich habe schnell auf 6-stellige Umsätze hochskaliert und konnte jedes Jahr 100 oder mindestens 50% Umsatzsteigerung machen, was mir gezeigt hat, wie viel Kraft in mir steckt. Und bis heute sage ich, das war genau die richtige Entscheidung, und ich kann nur jede Frau ermutigen, jetzt auch die innere Wahrheit zu leben. Vielen Dank, Bettina. Das ist enorm inspirierend. Also du erinnerst mich an Momente in meinem Leben, in denen ich sehr viel Mut gesammelt habe. Und wenn ich jetzt gefragt werde,
Nelly, wie kann ich mutiger sein? Ich sage sehr oft, nicht so viel nachdenken, einfach machen. Zum Beispiel, als ich nach Deutschland gekommen war und gerade mal Deutsch gelernt habe, habe ich eine Einladung bekommen, eine Konferenz zu besuchen. Ich dachte, dort werde ich verschiedene politische Persönlichkeiten treffen. Es ist wahrscheinlich interessant. Ich schrieb damals Berichte und publizierte diese Berichte in Bulgarien, in den bulgarischen Zeitungen. Dieser Ort, dort wo die Konferenz stattgefunden hat, war sehr weit entfernt. Damals hatte ich auch wenig Geld in der Tasche und ich habe die Mitfahrgelegenheit genommen. Und dort habe ich eine Ministerin kennengelernt und in der Pause konnte ich ihr auch ein paar Fragen stellen. Es war nur ein Schritt in meinem Leben, hat mich so ermutigt. Ich bin zurück danach nach Köln gefahren und habe die ganze Zeit gedacht, hey, ich habe es geschafft. Ich habe nicht so viel Deutsch gesprochen, aber ich habe die Ministerin interviewt. Das war schon eine Bereicherung für mich, für meine Persönlichkeit. 15 Jahre später habe ich diese Ministerin nochmals getroffen, dieses Mal in einer anderen Situation. Ich war schon Unternehmerin und die Ministerin hat eine Rede gehalten für Unternehmer in Deutschland. Und als sie zu Ende gesprochen hat, dann konnte jeder aufstehen und ihr ein paar Fragen stellen. Aber die Menschen sind manchmal nicht so sicher. Alle saßen und warteten, dass einer die Runde eröffnet. Dann bin ich schnell aufgestanden und zu ihr gegangen. Diese frühere Ministerin, die ich 15 Jahre davor interviewt hatte, sie war unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel geworden. Ich spürte auf einmal, das Gefühl von damals begleitet mich wieder, dieser Mut, den ich empfunden habe. Und die Kanzlerin sagte mir am Ende, auf Wiedersehen, bleiben Sie mutig. Ich glaubte nicht, dass sie über mich spricht. Dass die Kanzlerin mich mutig genannt hatte, hat mir neue Kraft gegeben und neue Selbstsicherheit. Und seitdem gebe ich jedem diesen Rat. Bleib mutig, aber nicht nur mutig. Sei auch entschlossen, sei leidenschaftlich, denn nur dann, wenn du deine eigene Leidenschaft zeigst und deine Entschlossenheit, dann bist du auch authentisch. Danke Nelly für diese Geschichte, die uns alle natürlich daran erinnert, dass es wirklich wichtig ist, in Verbundenheit mit der inneren Wahrheit zu bleiben, mutig und authentisch den Weg zu gehen. Und dafür habe ich 5 Thesen vorbereitet. Authentizität ist das neue Sexy. Authentizität findet abseits des Mainstream-Denkens statt. Authentizität ist die Bereitschaft, zuzugeben, wer du wahrhaftig bist. Authentizität ist die pure Furchtlosigkeit vor der Interaktion mit deinem Leben. Wer authentisch ist, kennt seine Werte und Gesetze des Herzens und lebt danach. Vielen Dank! Das sind wunderbare Thesen, die wir selbstverständlich in Form von Postkarten auf unserer Facebook-Seite publizieren werden. Ich habe noch etwas zu ergänzen und das betrifft alle diese Frauen, die jetzt in den schwierigen Zeiten sich fragen, bin ich denn mutig? Stell dir folgende Situation vor. Du stehst vor einer Entscheidung. Das Risiko ist auch sehr groß. Der Erfolg kannst du gar nicht kalkulieren und trotzdem, du möchtest es und du beginnst und du stehst dahinter, solange bis es geklappt hatte. Und wenn du soweit bist, dann schaust du und siehst du dich selbst und den Mut. Und dieser Mut trägt deinen Namen. Bleib mutig. Mut und Authentizität trägt deinen Namen, weil Authentizität es ja auch schon sagt. Es ist eine einzigartige Geschichte und dafür möchten wir dir heute den Mut auch zuspritzen, dass du deinen Weg gehst. Wir freuen uns, wenn wir dich auch am nächsten Mittwoch um 13 Uhr wieder begrüßen dürfen. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mittwoch. Tschüss. Tschüss!